Heute zeige ich euch den 2022er Sauvignon Blanc Fumé vom Weingut Esselmann aus Gimmelding in der Pfalz. Ja, was ist das Besondere an diesem Wein? Es ist ein Sauvignon Blanc Fumé. Das bedeutet, Fumé kennen wir eigentlich aus Polyfumé von der Loire aus Frankreich, da wo der Sauvignon Blanc ursprünglich herkommt, wo er mitunter auch teilweise auf Feuersteinen Untergrund wächst und man meint, eine gewisse Rauchigkeit im Sauvignon Blanc dann auch im Glas wiederzuerkennen. Felix schreibt das hier ganz bewusst auf die Flasche rauf, um eben uns ahnungslosen Weintrinkern da draußen zu zeigen, ich habe den Wein so gemacht, wie ihr das von der Loire kennt oder eventuell auch aus Österreich, Steiermark, Burgenland. Das heißt, er hat es eben nicht so gemacht, wie ihr Sauvignon Blanc für gemeinhin kennt, sehr auf Frucht und Leichtigkeit getrimmt, und dafür werden die Beeren meist sofort abgepresst, kommen dann in den Stahltank, werden auch meistens nicht spontan vergoren, also die Gärung wird durch gezüchtete Hefen von außen indiziert. Da wird dann eben auch nochmal geguckt, dass man Hefen verwendet, die eben auch besonders diese Fruchtigkeit herauskitzeln. Und am Ende kommt ein sehr fruchtiger Wein dabei heraus, der aber nicht besonders langlebig ist und vor allen Dingen auch in Kombination mit Essen dann auch sehr schnell sehr große Schwächen aufzeigt. Das hat Felix genau an dieser Stelle eben nicht gemacht. Er hat dem Wein sehr viel Zeit gegeben, hat die Trauben zunächst angequetscht, dann Maischekontakt über einen längeren Zeitraum zugelassen. Maischekontakt bedeutet, dass der Saft, der Most, in Kontakt ist mit den Schalen. Warum macht man das? Das ist ein Verfahren, was wir eigentlich aus der Rotweinproduktion kennen, weil ganz klar durch die Schalen kommen eben Gerbstoffe, aber eben beim Rotwein vor allen Dingen auch die Farbe in den Wein rein. Hier beim Sauvignon Blanc eben analog genau das Gleiche, zwar nicht Farbe in dem Fall, weil da kann der Sauvignon Blanc nicht so wahnsinnig viel mitbringen, aber Gerbstoff. Und das ist hier sehr entscheidend, denn dadurch hat der Wein eine gewisse Breitschultrigkeit mitbekommen, auch eine Langlebigkeit. Anschließend ist er dann spontan vergoren worden, auch wieder in französischen Barriques. Und ich denke, ich habe euch an dieser Stelle den Mund auch schon ganz schön wässrig geredet. Das Besondere daran ist eben mitunter auch, dass Sauvignon Blanc Fumé in Deutschland und im Speziellen auch in der Pfalz jetzt nicht so ein Riesenthema ist. Das kommt jetzt so langsam durch einige jüngere Winzer, die da Spaß dran haben, die sich da eben dran ausprobieren wollen und die eben auch, wie Felix, bewusst zeigen wollen, was Sauvignon Blanc eigentlich für eine geile Rebsorte ist. Deswegen lasst uns das an dieser Stelle einmal probieren. Auffällig ist jetzt als erstes schon mal in der Nase dieses laute, quietschige, grasige Pfirsich-Maracuja-Aromatik, wie wir das von neuseeländischen Sauvignon Blancs kennen, hat dieser Wein absolut gar nicht. Ist geradezu verschlossen eigentlich an der Stelle. Damit meine ich, dass man eigentlich nahezu nichts riecht. Deswegen, der Wein braucht jetzt wirklich einmal Luft. Und jetzt kommt hier so eine sehr subtile, rauchige, leicht grasige Aromatik in die Nase aufsteigend, sehr kühl auch gleichzeitig. Also hier haben wir auch so ganz kühle Kräuter, so Richtung, ja, was ist das? Das ist eigentlich schon fast so Brennnessel, Melisse. Auch so ein bisschen so Fliederblüte kommt jetzt, so weißer Flieder kommt jetzt durch, so. Aber es ist alles sehr zart, überhaupt nicht laut, nicht anstrengend, sondern es ist eher so, da möchte ich jetzt noch mal ein zweites Mal reinriechen. Probieren wir mal, wie das Ganze schmeckt. Und da zeigt sich nämlich, klar, wir finden diese ganzen subtilen Aromen in der Nase, die finden wir am Gaumen wieder. Aber was wir vor allen Dingen wiederfinden, ist ordentlich Kalkstein, der da ziemlich krass durch die Säure getrieben reindrückt. Die Säure
ist präsent, aber überhaupt nicht aufdringlich, nicht nervig, nicht anstrengend, sondern davon profitiert der Wein auf jeden Fall. Und man merkt sofort, da ist ordentlich Bums dahinter, der will nach vorne, der Wein, der klopft nicht an, sondern der tritt die Tür gleich ein sozusagen. Der kommt hier sehr breitschulterig, sehr kräftig daher. Die Textur, die verlangt nach mehr, und das lässt uns auch an der Stelle zum nächsten Thema auch gleich weiterspringen. Wie kombiniere ich diesen Wein? Und da bin ich sofort, sage ich mal, sehr klassisch unterwegs auf der einen Seite, weil man diesen Wein natürlich hervorragend mit fetten, weißen Fischen kombinieren kann, mit Beurre Blancs, mit Hollandaise, mit Hollandaise und allen möglichen Gemüsen. So. Aber vor allen Dingen, was ich immer interessant finde, wonach ich auch öfter gefragt werde, kann man eigentlich auch Weißweine mit Fleisch kombinieren? Die Antwort ist ja, und in diesem Fall würde ich sogar sagen, das ist auch ein Weißwein, den kann man auch ohne Probleme zu einem kurzgebratenen Rindersteak kombinieren, weil der eben genug Kraft, genug Power mitbringt, um da zu bestehen gegenüber dem kurzgebratenen Fleisch. Und da wäre das wäre zum Beispiel ein Klassiker, so im Sommer, ein Rinderhüftsteak, vielleicht mit einer Sauce Chiron, dann hast du eben auch noch eine Tomate, und Tomate, also eine tomatisierte Hollandaise, wie eine Sauce Chiron ja ist. Tomate ist ja grundsätzlich im Pairing immer eher schwierig. Hier würde ich sagen, funktioniert das sehr gut. Da kannst du dann eben die Tomate nochmal zusätzlich durch kurz ausgelassene Cherry-Tomaten mit grünem Spargel auf dem Teller kombinieren. Und ich denke, dann hast du einen schönen, leichten, aber auch ein bisschen kräftigen Barbecue-Sommergang, wo du diesen Wein hier hervorragend kombinieren kannst. Ich sage Cheers, bis bald, und freue mich, wenn ihr uns ein Like da lasst, uns folgt, und wir uns ganz bald wiedersehen zum nächsten Wein. Viel Spaß, ciao!